Okay, das ist also einer dieser Momente, in denen man sich so richtig schön bloßstellt. Der Monat Juni ist ja Pride Month. Ja. Und deswegen machen wir ein kleines Pride-Quiz. Yay! Nee. Das ist peinlich. Egal, was du antworten willst, einfach erstmal aufs Board kurz schreiben, dann die Antwort präsentieren und sagen, was du glaubst. Okay. Wofür steht die Abkürzung LGBTQIA? So heißt die Community. Das muss ich jetzt aufschreiben. LGBTQIA steht für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer oder Questioning, Intersexual und Asexual oder Allies. Ich gebe den Tipp, es ist Englisch. Ja. Mein Englisch ist not the yellow from the egg. Oh Gott, das ist peinlich. Der Anfang ist nicht schlecht. Alles richtig. Echt? Yay! Lesbian, Gay, Bi, Trans, Inter, Ace. Müsste. Lesbian, Gay, Bisexuell, Transgender, Queer, Intersexuell und Asexuell? Ja, Ist richtig, gell? Gay, Bisexual, Trans, Queer oder Questioning gibt es da auch. Alle, die sich halt noch nicht sicher sind in ihrer Sexualität. Und I? Warte mal, I oder A? I und A. I. I ist intersexuell und A wäre asexuell oder die Allies. Und die Allies beschreibt alle, die nicht zur LGBT-Szene dazugehören, die aber trotzdem für die Rechte der LGBT-Szene kämpfen. Also quasi die Eltern Oder ich? oder du. Dann bin ich Ally. Ah, okay. Dropping Knowledge. Ich bin beeindruckt schon mal für queer und asexuell, dass du das so... Ja, Logo. Ich habe auch mit Schwulen und Lesben und allen schon zusammengelebt. Daher bin ich informiert. Dann wird die nächste Frage sicher super einfach. Oh Gott, nee, ey. Mille war wahrscheinlich richtig gut, oder? Was war genau die Frage? Seit wann ist der Paragraph der Homosexualität verbietet in der gesamten Bundesrepublik Deutschland aus dem Grundgesetz gestrichen worden? Ich habe dazu was auf Social Media tatsächlich gesagt und ich weiß es nicht mehr, wann das war. Könnte eine Fangfrage sein. Vielleicht steht er ja noch drin. Erst in den 90ern oder so gewesen. Boah, war es 92 oder 94? Ich glaube 92. 94? 92. 2009? 2006. Weil die Zahl schön aussieht. Geburtsjahr. Soweit ich mich erinnern kann, war das hier? Was? Der Paragraph 175 wurde das erste Mal 1989 rausgestrichen. In der ganzen Republik ist er aber erst seit 1994 aus dem Gesetz rausgestrichen. Echt jetzt? Boah, wie spät das alles kommt. Das ist so verrückt, dass das erst 1994 erst in die Gesetzbücher reingestrichen worden. Das ist, also was für Höhlenmenschen sind wir eigentlich? Also jetzt mal ganz im Ernst. Seit wann dürfen homosexuelle Paare adoptieren? Ja, ich weiß ehrlich gesagt nichts. 2010. Oh, ich glaube, das ist noch nicht so lange her. Ich würde sagen 2008. 2003? Vielleicht auch erst 2000. Ich mach mal 2005. Homosexuelle Paare dürfen seit dem 1. Oktober 2017 adoptieren. Alter, siehst du? 17 erst. Seit 3 Jahren. Wow. Frechheit. Warum heißt es Christopher Street Day? Oh Mann. Ich bin so ungebildet. Weil ein Christopher den Christopher Street Day erfunden hat. Ich habe keine Ahnung, deswegen habe ich die romantische Variante gewählt. 1969 weigerten sich die Besucher des Stonewall Inn gegen die Zwangsräumung durch die Polizei das erste Mal mit Gewalt, was zu einem Aufbäumen der LGBT-Bewegung auf der ganzen Welt führte. Das Stonewall Inn liegt in der Christopher Street. Deswegen nennen wir es Christopher Street Day. Okay, jetzt zeige ich dir 3 Bilder. Okay. Nämlich, ich zeige dir jetzt Flaggen und du musst raten, zu welchem Teil der LGBT-Szene die gehören. Also es ist quasi was eben... Die erste Flagge steht für die Asexualität, die zweite Flagge steht für die Bisexualität und die dritte Flagge steht für die Transsexualität. Das rate ich. Vielleicht Trans? Weil sich der Farbton so verändert? So von schwarz, alles kacke, weil das bin nicht ich. Dann bist du so hell. Das macht total keinen Sinn. Bisexualität? Ja! Yes, Alter. Nein! 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 Das kann doch nicht sein. Ace, B, Trans. Warum glaubst du, ist es besonders wichtig, auch immer noch in der heutigen Zeit, dass es mehr Repräsentation von verschiedenen Menschen gibt? Zum einen, es gibt einfach noch viel zu wenig. Der erste Schritt in Richtung Diversity ist ja schon gegangen worden. Also man sieht mehr und mehr People of Color in den Filmen.
Aber Homosexuelle oder generell Angehörige der LGBTQIA-Community noch viel zu wenig. Es gibt diese eine Hitshow Queer Eye, die super ist, aber das war's auch schon so. Mehr kennt man so nicht. Und deswegen, da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben. Leute wie ich, die sich nicht damit so gut auskennen, einfach ein bisschen mehr Informationen zu dem Thema bekommen. In den Filmen oder die Charaktere, die in den Serien zum Beispiel sind, dass man sich mit denen auch identifizieren kann und auch miterlebt, vor welchen Problemen sie manchmal stehen, wenn manche Menschen sie einfach nicht akzeptieren, wie sie sind. Also es gibt ja immer noch viele Idioten, die denken, das wäre nicht normal oder nicht gut oder überhaupt irgendeine Wertung darauf setzen. Und ich glaube, je mehr das in den Medien halt ist und je normaler das für diese Menschen wird, beziehungsweise auch um es nicht werten zu sagen, je präsenter das wird, desto mehr geht, glaube ich, diese Einstellung einfach weg. Also ich finde es natürlich gut, dass man raus auf die Straße geht und so für seine Rechte kämpft. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch schade, dass man heute immer noch dafür auf die Straße gehen muss, um dafür zu kämpfen, so für seine Rechte. Ich meine, jeder soll einfach so sein dürfen, wie er eben sein möchte und Punkt. Ich finde es auch super wichtig, dass die Szene in den Medien repräsentiert wird. Gerade so, ohne es zu erwähnen, dass einfach mal gesehen wird, dass es was vollkommen Normales ist. Ich kann halt Queerbaiting nicht ab, wenn Leute irgendwie gelockt werden, nur weil es in der Szene, in irgendeinem Medium irgendwas Homosexuelles dargestellt wird und dass die Leute dann ankommen, so, das ist gay, okay, wir kommen dahin, so, das kann ich persönlich gar nicht ab. Deswegen finde ich es halt gut, wenn halt eben die Szene in den Medien ganz normal dargestellt wird und nicht irgendwie auf ein Podest gepackt wird oder sowas, sondern dass die Leute halt einfach begreifen, komm, das ist nichts Specialiges, wir sind alle gleich. So, das ist gut, das muss so sein. Naja, ich glaube, hat ein bisschen was zu tun wie mit allen Nischen so. Ich meine, Rassisten sind scheiße, so. Warum soll man überhaupt irgendeinen Menschen für seine Art irgendwie verurteilen? Und es gibt halt einfach noch viel zu viele dumme Menschen, die das halt einfach noch nicht verstehen, dass man jemanden in eine Kategorie schubsen sollte und ihn verurteilen sollte. Deswegen sollte es einfach alles Präsenz haben. Genauso wie man Nazis aufklären muss, dass Rassismus einfach scheiße ist, sollte man Leute, die die LGBT-Szene scheiße finden, aufklären und sagen, ey, du hast einen Knall, die sind genauso wichtig wie wir alle anderen auch. Das ist ganz einfach, also man braucht einfach Sichtbarkeit und damit es irgendwann von der Mehrheitsgesellschaft einfach als Normalität anerkannt wird. Das ist jetzt nicht nur bei dieser Minderheit so, sondern es ist bei allen Minderheiten generell so. Wenn du Minderheiten quasi immer wieder versteckst und sie halt in gewisse Rollen drängst, dann gehören sie nicht zur Normativgesellschaft. Und das ist etwas, was beispielsweise gerade durch Filmproduktion und natürlich auch durch eine Plattform wie Netflix aufgeräumt wird. Ja, dass man halt einfach mehr Sichtbarkeit hat und dadurch halt einfach eine stärkere Verankerung in der Normativgesellschaft. LGBT-Plus-Repräsentation in den Medien ist besonders wichtig, weil es eine gewisse Art von Normalität gibt. Und vor allem für Leute, die nicht in die LGBTQIA-Szene gehören, zeigt, wie diese Menschen leben, was sie bewegt und auch gleichzeitig eine gewisse Normalität da mitschwingt. Und dadurch können sich Leute damit auch reflektiert auseinandersetzen.